Ja, auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen und auch nochmal danke an die 48 Forward, dass wir heute dabei sein dürfen. Worum geht es? Wir haben bewusst diese Headline gewählt. Es geht um Think Bigger. Das mag sich an erster Stelle ein bisschen abgedroschen anhören. Warum? Wir haben diese Headline sehr bewusst gewählt, weil wir heute so einen kleinen Impuls geben möchten. Ja? Wir möchten einen Leitfaden vorstellen, wie wir als Capgemini Fahrenheit glauben, ja, wie wir Ihnen, Unternehmen, Ihren Kunden helfen können, eine Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln, die sich aber primär um Topline Revenue dreht. Ja, das heißt, es geht um neue Produkte, es geht um neue Services, die wir hier gerne gemeinsam entwickeln wollen. Nicht so sehr, dass wir in diesen Regulatorikbereich abgleiten, sondern es geht wirklich um zukünftiges, nachhaltiges Wachstum an der Stelle. Um eine Frage gleich vorweg zu beantworten, und das haben wir auch mit einigen Teilnehmern nach dem letzten Webinar diskutiert, Nachhaltigkeit muss nicht unbedingt teuer sein oder teurer als die bisherigen Maßnahmen. Ich möchte mir gerne mit einem ganz berühmten Zitat anfangen von Mark Carney. Mark ist der Governor von der Bank of England und der hat ein ganz berühmtes Zitat gebracht: Companies that don't adapt to climate change will go bankrupt without questions. Ich denke, das können wir alle unterschreiben. Wer nicht jetzt an einer Nachhaltigkeitsstrategie arbeitet und die auch konsequent umsetzt, wird in den nächsten Jahren einfach nicht mehr existent sein. Ich habe uns ein paar Zahlen mitgebracht, die sich aus unterschiedlichen Studien, die wir hier zusammengetragen haben. Worum geht's? Ja, dass wir oder die Unternehmen natürlich und auch die Gesellschaft sehr, sehr viele finanzielle Risiken hat. Und wir haben uns hier 3 Bereiche angeschaut und haben einfach gesagt, okay, was ist das eigentliche Finanzrisiko? Was ist das regulatorische Risiko, mit dem sich Unternehmen heute einlassen müssen? Und was ist auch dann im Grunde die steuerliche Komponente, die damit einhergeht? 1, 2 Zahlen. Wir haben mal die 215 größten Unternehmen global untersucht. Und was stellen wir dort fest? Ja, da spricht man von sogenannten Stranded Assets. Das sind Vermögenswerte, die eigentlich vor dem eigentlichen Abschreibungszyklus schon abgewertet werden müssen. Ja, und das ist überhaupt über 1 Billion US-Dollar nur von diesen 215 Unternehmen, die hier durch den Klimawandel letztendlich negativ beeinflusst werden können. Ja, da sind große Energieunternehmen dabei, das kann eine Siemens Energy sein, die die Energiewende jetzt hier vorantreiben müssen. Das können Betonfabriken sein, das können Banken sein, das sind alles Themen, die auch einen Rückversicherer natürlich an der Stelle angehen. Also ein hohes finanzielles Risiko hier alleine in den Anlagen, die man hier in den Büchern hat. Der regulatorische Druck wird natürlich auch immer größer. Wenn wir anschauen, dass wir ja eigentlich Net Carbon Emission Zero sein sollen um das Jahr 2050. Ein immenser Druck, der hier auf den Unternehmen dann letztendlich liegt und was damit einhergeht, ja, dass das Carbon Pricing sich bis 2030 hier in den nächsten Jahren einfach auch nochmal verdreifachen wird. Eine andere wichtige Implikation sind die, die steuerrechtlichen Themen, die damit einhergehen, eingangs erwähnt. Auch dort sieht man ein 70 Milliarden Dollar Risiko, was an zusätzlichen Kosten hier auf die Gesellschaft und auf Unternehmen dann letztendlich kommt. Wir erleben ja nun alle die zweite Phase des teilweisen Lockdowns, sehr unangenehm für uns alle, aber es zeigt eigentlich, dass Covid jetzt gerade mal so die erste Auswirkung ist, die wir jetzt hart erfahren müssen, die mit dem Klimawandel einhergehen. Und wir wissen alle, wie es am Ende des Tages getrieben wird. Ja, wir reden hier über Entwaldungsthemen, wir reden über Global Transportation, wir reden, dass immer mehr Menschen diesen Planeten natürlich auch bevölkern, wir reden über einen ganz starken Trend hin zur Urbanisierung. Und wenn man sich dann Entwicklung auf europäischer Bühne anschaut, mit der Agrarreform, die ja vor 2 Wochen beschlossen worden ist, ja, macht mich das sehr traurig, weil dort haben wir gesehen, ja, dass die europäischen Subventionen, die in die Agrarwende jetzt hier eigentlich fließen, ja, gerade mal, dass 20% dieser Subventionen an klare Nachhaltigkeitsziele gebunden sind und der Rest eigentlich immer noch mit der Gießkanne ausgeschüttet wird. Was tun wir als Beratungsunternehmen, als Strategie- und Innovationsberatung? Ja, wir sagen, okay, Covid ist für uns ja eigentlich die viel kleinere Welle. Nachfolgend wird das, was der Klimawandel mit uns hier allen anstellt. Und wir sagen Unternehmen, wenn wir in die Beratung gehen, ganz klar, es muss hier ein DNA-Wandel eigentlich stattfinden. Das heißt, Nachhaltigkeit kann nicht nur ein Thema sein eines neuen Produktes oder eines neuen Services,
sondern viel wichtiger ist es auch, dass es in den Köpfen der Menschen ankommt und dass diese Nachhaltigkeitsthemen im Grunde genommen durch die gesamte Value Chain, ja, von Einkauf bis Verkauf hier letztendlich einfließen. Ich habe nochmal eine andere interessante Zahl mitgebracht. Wir arbeiten in dem Bereich ja auch sehr wissenschaftlich getrieben mit der Firma Right Science Base zusammen. Und die bringen ja schon zweimal, haben die diesen What-If-Report rausgebracht. Und was sagt dieser What-If-Report? Die haben jetzt hier die 30 Top-DAX-Unternehmen mal unter die Lupe genommen und haben ja dort eine Methode entwickelt, ja, um zu sagen, okay, und dann haben wir uns hier sehr speziell ein FMCG-Firma angeschaut, also eine Consumer Good Company aus diesem DAX 30 und haben gesagt, okay, wenn alle so weiterwirtschaften würden wie dieses Unternehmen, ja, dann würde sich das Weltklima um 3,35 Grad Celsius erhöhen und nicht laut Paris-Abkommen um die vorgeschriebenen 1,75 Grad. Ein total alarmierender Zustand. Jetzt habe ich ein sehr düsteres Bild gezeichnet. Ich wollte nur, dass ein paar Parameter nochmal klar sind, für die sich in dem Bereich noch nicht so gut auskennen. Und jetzt möchte ich aber gerne an meinen Kollegen Tobias Borres übergeben, der auch ja, ein etwas positiveres Bild zeichnet und hier auch ganz klar Chancen aufzeigt. Vielen Dank. Vielen Dank. Gleichzeitig stellt das ganze Thema Nachhaltigkeit für Unternehmen aber auch eine große Chance dar. Wir wissen aus eigener Research, dass fast 70% der Verbraucher aktiv auf der Suche sind nach grünen, gesünderen, nachhaltigeren Produkten. Und es bleibt nicht nur ein reines Lippenbekenntnis, sondern wir wissen, dass Verbraucher auch wirklich mehr dafür zahlen. Wir haben jetzt hier einzelne Zahlen mal mitgebracht, zum Beispiel aus den USA. Da wissen wir, dass der Markt für Green FMCG-Products 4-mal so stark wächst wie der Markt für nicht nachhaltige Produkte. Und wenn wir auch einen Blick auf die Investmentströme werfen, speziell jetzt mit Blick auf, wie viel Investment in Startups fließt, sehen wir, dass allein im Jahre 2019 etwa 14 Milliarden Dollar in Cleantech-Firmen investiert wurden. Und dazu zählen Firmen aus dem Bereich Transportation, Agriculture, Energy and Power. Das Thema ist also nicht mehr nur in der Nische, sondern ist absolut im Mainstream angekommen. Verbraucher sind bereit, dafür mehr zu zahlen. Und das stellt für Unternehmen eine unternehmerische Chance dar, die Milliarden Dollar groß ist. Und diese Chance kommt großen Unternehmen besonders gelegen. Denn gerade in den letzten Jahrzehnten haben sich große Unternehmen immer schwerer damit getan, einen positiven Wachstumstrend aufzeigen zu können. Das wird besonders klar, wenn wir einen Blick auf den S&P 500 Index werfen. Im Jahre 1960 war noch so die durchschnittliche Lebensdauer eines großen Unternehmens in diesem Index bei fast 60 Jahren. Wenn wir jetzt einen kurzen Blick in die Zukunft werfen, im Jahre 2027 wird der Zeitraum etwa bei 12 Jahren liegen. Das heißt, Unternehmen tun sich immer schwerer damit, Wachstum zu generieren und dabei stellt das Thema Nachhaltigkeit eben eine große Chance dar. Die Frage ist natürlich, wie machen wir das jetzt konkret? Und da haben wir jetzt mal 3 Learnings mitgebracht, die wir in den letzten Jahren hier im Markt und in Projekten aufgenommen haben, die wir heute gerne mit euch teilen möchten. Das erste Thema, think twice. Was wir darunter verstehen, ist im Endeffekt, dass man als Unternehmen heutzutage in der Lage sein muss, das heutige Geschäftsmodell konstant weiterzuentwickeln, Effizienzen zu optimieren, aber gleichzeitig auch in der Lage sein muss, die Zukunft irgendwo zu beschreiben. Ja? Eine klare Vision aufzeigen zu können, wo das Unternehmen in den nächsten 5 Jahren stehen soll, inklusive der entsprechenden Initiativen, wie ich als Unternehmen dazu gelange. Das heißt, ich muss mein heutiges Geschäft optimieren und gleichzeitig für das Geschäft von morgen vorbereitet sein. Wir bei Fahrenheit machen das mit so einem Future-Back-Ansatz. Das heißt, wir überlegen uns erst, wo wir eigentlich in der Zukunft stehen wollen und arbeiten uns dann Schritt für Schritt zurück. Das ist besonders wichtig und das zeigt unter anderem das Beispiel von Kraft Heinz. Für die Zuschauer, die mit der Firma noch nicht so viel Kontakt hatten. Kraft Heinz hat im Jahr 2015 massive Cost-Cutting-Initiativen durchgeführt und so Milliarden gespart. Zwischenzeitlich hatte das Unternehmen die höchste Profitmarge in der ganzen Branche. Dieser rein wirtschaftliche Fokus und die Perspektive auf das Heute hat aber leider dazu geführt, dass das Unternehmen nicht so ganz im Blick hatte, wie sich der Gesamtmarkt entwickelt. Wir hatten jetzt schon angesprochen, dass Verbraucher das Bedürfnis haben, immer gesündere Produkte zu konsumieren. Gerade in diesem Bereich ist das eben essentiell. Die Verbraucherbedürfnisse, die weg sind von stark verarbeiteten Produkten hin zu nachhaltigeren Produkten, hat dazu geführt, dass der gesamte Markt einfach an Größe und an Relevanz verliert. Im Jahre 2017 lag der Aktienpreis der Firma bei 88 €. Heute liegt er aktuell bei 27 €. Das heißt, es ist für Unternehmen essentiell, nicht nur das Heute zu betrachten, sondern auch zu überlegen, wo geht es denn in der Zukunft hin?
Und diese Dualität ist essentiell. Als zweiten Impuls möchten wir sagen, und das ist natürlich auch der Titel unseres heutigen Vortrags, Think Bigger. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Schritt ein bisschen abgedroschen, aber wir sehen auch hier konkret aus den Daten, dass es wichtig ist für Firmen, nicht nur in kleinen, inkrementellen Schritten zu denken, sondern wirklich große Schritte zu machen. Wir müssen weg von einem evolutionären Approach zum Thema Innovation hin zu einer Revolution, wenn man so möchte. Das zeigt unter anderem die Studie, die wir zusammen mit dem MIT-Institut über 2 Jahre hinweg durchgeführt haben. Wir sehen hier, dass erfolgreiche Unternehmen massiv das Budget aufgestockt haben im Bereich der transformativen Innovation. Im Jahr 2012 lag der Budgetanteil hierbei noch etwa 10%. Im Jahre 2019 hat er sich erhöht auf 25%. Das heißt, erfolgreiche Unternehmen shiften ihr Innovationsbudget von inkrementellen Innovationen hin zu transformativen Innovationen. Es geht nicht mehr darum, nur kleine Verbesserungen vorzunehmen an Produkten, die das Produkt ein bisschen besser machen, um so vielleicht 1-2 Prozentpunkte am Marktanteil zu gewinnen, sondern es geht darum, transformative Lösungen zu schaffen, die wirklich ganz neue Produkte kreieren und so vielleicht auch ganz neue Märkte erschließen oder sogar kreieren. Ja, als drittes Takeaway haben wir heute mitgebracht, Live in Balance. Was wir damit meinen, ist, dass wir im Markt 2 Arten von Unternehmen sehen. Wir sehen häufig Großkonzerne, die relativ lange brauchen, bis sie zu einem Grad an Sicherheit gelangt sind, bei dem sie der Überzeugung sind, sie sind jetzt bereit, das Produkt wirklich im Markt zu launchen. Das kann teilweise Jahre dauern und gleichzeitig läuft man Gefahr, dass das Produkt am Ende dann gar nicht mehr den Zeitgeist trifft. Auf der genau anderen Seite stehen Unternehmen, die das Themen wie Design Thinking, Fail Fast, Prototyping sehr wörtlich nehmen und teilweise vielleicht auch ein bisschen missverstanden haben. Hier startet man ganz schnell in eine Umsetzung rein, ohne vielleicht alle strategischen wichtigen Fragen vorher grundsätzlich validiert zu haben. Das führt natürlich dazu, dass das Produkt, wenn es im Markt landet, nicht erfolgreich startet. Wir glauben aber, dass es einen Mittelweg gibt, der die Stärken beider Ansätze vereint, wo man Geschäftsideen in wenigen Wochen validieren und auch konzipieren kann. Wir haben hier ein Beispiel mitgebracht, und zwar von der Firma IKEA. Ich möchte an der Stelle ganz kurz das Zitat vorlesen vom Head of Climate bei IKEA. Our commitment is to become climate positive by 2030, reducing more greenhouse gas emissions than the IKEA value chain emits while growing our business. Wie man da so ein bisschen aus dem Zitat rausliest, stehen hier 2 wichtige Aspekte im Vordergrund und wir bei Fahrenheit verstehen das immer unter dem Themendach Clean Growth. Es geht darum, nachhaltig zu agieren, aber gleichzeitig das Unternehmen weiter im Wachstum vorantreiben zu können. Und diese Kombination ist spannend, aber natürlich auch eine große Herausforderung für Unternehmen. Mit Blick auf IKEA, das Thema Circular Economy war der Firma natürlich seit Jahren bekannt. Es ist eine Chance für die Umwelt und gleichzeitig eine Chance, auch den Customer Lifetime Value zu heben. Auch der Markt der Gebrauchtmöbel zum Beispiel steigt mit 6% um einiges mehr als der Markt für neue Möbel. Die Frage ist aber natürlich trotzdem, wie genau konnte IKEA diesen Markt dann auch wirklich betreten und für sich irgendwo erschließen. Am Anfang entstand relativ schnell dann die Idee eines Marktplatzes für Gebrauchtmöbel. Aber dafür auch gab es wieder verschiedene strategische Fragen erst im Schritt zu validieren. Wie groß ist überhaupt der Markt und wie groß ist die Zahlungsbereitschaft? Wollen Verbraucher überhaupt gebrauchte Möbel von IKEA und wie groß ist die Bereitschaft von anderen Gebrauchtplattformen auf die IKEA-Plattform zu wechseln? Also haben wir IKEA geholfen, diese Fragen zu beantworten, haben neue Produkte und Services konzipiert und die entsprechenden Features und Angebote gestaltet, wie IKEA diesen Markt für sich erschließen kann. Doch nachdem wir jetzt geklärt haben, was Unternehmen alles machen müssen, ist jetzt natürlich die Frage, wie Unternehmen diese Herausforderung angehen. Und an der Stelle möchte ich nochmal zu meinem Chef und Kollegen Jens Hofmeister übergehen. Danke, Tobias. Und das ist ein schöner Übergang an der Stelle. Ja. Wir sagen, dass eine Nachhaltigkeitsstrategie einer ganz klaren Methode folgen sollte. Wir lernen nur allzu häufig, dass so in, sag ich mal, CSA-Themen relativ schnell eingestiegen wird und man sich über die Gesamtstrategie noch nicht im Klaren ist. Was haben wir dafür? Wir haben ein Modell entwickelt. Wir nennen es das magische Innovationsdreieck. Und da sind ganz, ganz viele Komponenten drin, ja. Und auf 1-2 möchte ich heute nochmal spezifisch eingehen. Fangen wir an mal mit der Vision Mission, ja, mit dem Statement eigentlich. Was heißt denn für ein Unternehmen Nachhaltigkeit? Und was müssen wir tun, um diese Nachhaltigkeitsstrategie umzusetzen?
Wir lernen immer wieder, dass in 65-70% unserer Projekte, wo man unsere Hilfe in Anspruch nimmt, eigentlich die Vision noch gar nicht klar ist. Für was steht das Unternehmen an der Stelle? Ja, und das ist ja vielschichtig, dieses Thema. Und deswegen muss das gleich zu Start eines Projektes sehr genau definiert werden. Wir haben hier noch mal ein paar Statistiken mitgebracht. Und die zeigen eigentlich, das ist eine BCG-Studie. Und was zeigt diese BCG-Studie? Dass genau die Firmen, ja, die so einen klaren Purpose, wie wir immer so schön sagen, hier verfolgen, die eine klare Nachhaltigkeitsstrategie hier definiert haben, dass die über längere Sicht, und da wird in der Regel immer so ein Zeitraum zwischen 3 und 5 Jahren angenommen, dass diese Unternehmen auch doppelt so erfolgreich sind. Organisation und Struktur. Ich denke, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, was man dabei beachten sollte bei der Implementierung dieser Nachhaltigkeitsstrategie. Und wie treibe ich heute überhaupt Innovation in einem Unternehmen, um zu einer Nachhaltigkeitsstrategie zu kommen? Ich habe dazu jetzt mal eine interessante Statistik mitgebracht und da möchte ich gerne ein neues Slide zeigen. Wir haben hier gemeinsam mit dem MIT-Institut, wir arbeiten seit Jahren mit denen zusammen, haben wir mal untersucht, 315 Unternehmen in 13 Ländern, unterschiedliche Industrien, zu sagen, hey, wie treibt ihr heute Innovationen bei euch im eigenen Unternehmen? Und da kam eine sehr interessante Geschichte bei heraus, nämlich, dass sich der Mix aus, was treibe ich aus eigenen Entwicklungsaktivitäten versus wie sieht meine Zusammenarbeit heute mit Startups aus? Ja? Und da geht man davon aus, dass dieser Anteil der Zusammenarbeit mit Startups bis zu 44% in den nächsten Jahren steigen wird. Genauso wie die Zusammenarbeit mit Universitäten, generell dieses Thema Schwarmintelligenz, Crowd Innovation, das sind eigentlich die Top-Themen, mit denen Unternehmen sich heute auseinandersetzen müssen, letztendlich, um Innovation nicht nur anzustoßen, auch über dieses Thema, ich baue jetzt mal schnell ein Proof of Concept oder ein Minimal Viable Product, diese Innovation wirklich auch rauszuskalieren in die Kernorganisation. Aktivitäten und Methoden. Ja. Wir sehen sehr häufig, dass es an Methodik krankt. Ja. Natürlich sind viele Unternehmen mit einigen Tools vertraut, allen voran natürlich Design Thinking. Wir wissen aber, dass Design Thinking eine Methode ist aus einem Baukasten, ja, die wir auch natürlich in die Projekte mit einfließen lassen. Aber viel wichtiger ist einfach auch die Komponente der Wirtschaftlichkeit dieses Projektes. Ja. Wir haben eine Methode entwickelt, die heißt Money, Magic und Machines. Das heißt, wir sind in der Regel mit Mixed-Teams bei unseren Kunden, ja, wo natürlich dieser Magieteil stattfindet. Das ist Consumer Research, das ist Design Research, das ist dieser Ideation-Prozess, von dem hier häufig gesprochen wird. Aber ganz klar ist auch mal, dass wir Leute, sage ich mal, mit einem sehr starken finanziellen Background auf den Projekten haben, die genauso viel Sorgfalt an den Tag legen, diesen Business Case zu validieren. Ja. Und das geht weit über ein Business Canvas hinaus. Ja, wir reden da von einem Investment Case, also viel granularer, der dann über so einen Sprint, wenn man sagt, okay, man testet eine Idee, hier auch validiert wird. Ist der Konsument überhaupt bereit oder der Prosumer für eine gewisse Lösung zu bezahlen? Technologie ist Treiber von Innovationen und jetzt sage ich mal nicht Unworte wie Blockchain, sondern natürlich haben wir das Thema Data Analytics, das Thema AI, künstliche Intelligenz, ganz oben auf der Liste und sage ich mal 90% unserer Projekte heute sind in der Regel auch datengetrieben. Ja, dass der Kunde sagt, helf mir, ja, ein neues datengetriebenes Geschäftsmodell zu entwickeln. Und die Kombination aus Money, Magic und Machine hat sich bewährt. 87%, sage ich mal, Projekte, die wir heute betreuen, finden dann auch den Weg in den Markt. Wir würden das gerne nochmal zusammenfassen und da möchte ich auch gerne nochmal an den Kollegen Tobi übergeben, der jetzt nochmal so ein kleines Ramp-up macht. Wir haben so ein paar Takeaways vorbereitet, wo wir uns sehr freuen würden, wenn wir das gemeinsam hier nochmal sacken lassen. Tobi, zurück zu dir. Ja, vielen Dank. Lass uns nochmal kurz zusammenfassen. Was müssen Unternehmen machen, um in einer grünen Zukunft wirklich gewinnen zu können? Wie können Unternehmen nachhaltig handeln, sowohl unternehmerisch nachhaltig als auch ökologisch nachhaltig? Hier nochmal unsere 3 Takeaways im Überblick. Im ersten Schritt denken Sie an das Heute und denken Sie an das Morgen. Es gilt, beide Fragen gleichzeitig zu lösen. Zweitens, go beyond improvements. Es geht nicht nur um kleine Verbesserungen. Finden Sie den Mut und natürlich auch die entsprechenden Ressourcen, größer zu denken, größere Innovationen, transformative Innovationen in Angriff zu nehmen. Dritter Schritt, balance Speed and Confidence. Jedes Unternehmen muss seinen eigenen Mittelweg finden, einen Königsweg zwischen wie schnell ich Innovation an den Markt bringen kann und welches Maß an Sicherheit ich kreieren muss, damit ich auch wirklich ein gutes Gewissen habe, wenn ich dieses Produkt in den Markt bringe. Einen Mittelweg zu finden, ist essentiell für Unternehmen, die erfolgreiche Innovation vorantreiben wollen. Zum Abschluss
kann ich noch gerne auf unseren Podcast hinweisen, Quantensprung. Auch hier beschäftigen wir uns mit dem Thema Clean Growth, wie Unternehmen nachhaltiges Wachstum kreieren können mit neuen Produkten, neuen Services, neuen Geschäftsmodellen und Experiences. Wir finden uns auf allen bekannten Plattformen und wir freuen uns, wenn Sie hier auch wieder zuschalten. Besten Dank.